Natürlich ist einerseits die Anfragen, die wir generieren dadurch, die sind auf jeden Fall gestiegen. Aber das Medium Video finde ich aus einem anderen Grund noch interessanter. Es ist so, dass wenn Kunden sich auf YouTube informieren und sich die Videos anschauen und dann zu ihren Problemen und zu der Behandlung gut informiert werden, dann haben die schon irgendwo eine Aufklärung erhalten und eine emotionale Beziehung hergestellt zum Zahnarzt, zur Zahnordination. Und wenn man dann vielleicht noch auf Instagram diese Ordination eingibt, lernt man auch das Team kennen. Das heißt, beim ersten Besuch des Patienten bin ich kein Fremder mehr, sondern es ist eine Kommunikation auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, die Angst wird ihnen ein bisschen genommen, sie sind vorinformiert, sie wissen, was auf sie zukommt und sie wissen über die Behandlung Bescheid. Und wenn ich das jetzt irgendwie nicht nur für einen Zahnarzt erklären müsste, sondern im Globalen, habe ich das Gefühl, dass wenn man sich Mühe gibt auf YouTube, dass man, egal was man macht, das leichter verkaufen kann. Weil mit diesen Patienten führe ich kein Gespräch mehr, um sie irgendwie von der Behandlung zu überzeugen, sondern diese Patienten kommen dann, weil sie von mir behandelt werden wollen. Lieber Bruno, vielen Dank, dass du dir die Zeit und den Weg hierher gefunden hast. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst und in welcher Relation du eigentlich zu ETAP stehst? Also mein Name ist Bruno Wallic und ich bin der Gründer der Zahnärzte am Stadtpark. Das ist eine zahnärztliche Ordination. Vor 8 Jahren, glaube ich, habe ich das gegründet. Wir sind gut gewachsen in den letzten 8 Jahren und ich glaube, seit 5 Jahren ist EatHelps für unsere SEO und für die Homepage verantwortlich. Deine Orle ist ja sehr erfolgreich. Ja, so die Frage, wie man sieht, aber ich werde dann später noch was dazu erzählen. Aber ist das üblich in deiner Branche, dass jetzt Online-Marketing, ist das, was jeder Arzt niedergelassen macht, oder bist du da eher ein Exot? Ich glaube, dass ich eher der Exot bin, wobei die Jüngeren jetzt immer mehr ins Marketing hineinfinden. Aber ich glaube einfach, die Strukturen, die ärztlichen Strukturen in Österreich waren alle in den letzten 40, 50, 60 Jahren sehr, sehr klein. Vor allem auch die Zahnmedizin und ich glaube 99% aller Praxen sind immer noch ein Zahnarzt, 2 oder 3 Assistentinnen. Den halben Tag wird gearbeitet, freitags wird nicht gearbeitet und es kommt eher so Laufkundschaft, also Marketing eher null. Und ich habe das von Anfang an versucht, anders zu gestalten. Warum? Weil ich, glaube ich, nicht der klassische Zahnarzt bin. Also ich bin familiär vorbelastet. Meine Mama ist Humanmedizinerin und mein Papa ist Zahnarzt. Und irgendwie war das schon eine Herausforderung und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, in mir steckt auch zu guten Teilen ein Wirtschaftler. Und die Optimierung und das Wachstum der Ordination, das macht mir irrsinnig viel Spaß. Okay. Aber würdest du sagen, dass das heutzutage etwas ist, was man machen muss, oder ist das jetzt einfach wie soll ich sagen, ja, würde es auch ohne gehen? Ich würde meinen, dass es, also wir sehen es aus Deutschland, die Strukturen werden immer größer und das ist auch in Österreich so. Also alle ärztlichen Strukturen werden größer, aus dem heraus, weil sich die Kunden das so wünschen. Das heißt, als Patient möchtest du deinen Chirurgen, deinen normalen Zahnarzt, deinen Kieferorthopäden am liebsten alles an einem Ort haben. Und das ist schon so ein großes USP. Ich glaube aber, diese Einzelzahnarztpraxen werden nicht aussterben. Ich glaube, dass man den meisten Erfolg mit so einer kleineren Praxis haben kann, wenn man sich ganz, ganz, ganz streng auf irgendwas spezialisiert. Auf irgendetwas, was du jetzt nicht unbedingt so leicht findest und was man in eine größere Praxisstruktur nicht so leicht integrieren kann. Und die, glaube ich, werden wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich sein als Einzelpraxis. In Österreich kommt dazu, dass die Umstände jetzt nicht unbedingt so sind, dass große Praxen gefördert werden, noch. Aber der Patientenwunsch ist da und es ist schwer abzuschätzen. Was man sicherlich sieht, ist, dass die Praxen immer größer werden, auf jeden Fall. Ja. Okay. Vielleicht für alle, die jetzt so im Ärztetum nicht so bewandert ist, es gibt ja für mich jetzt als Laie Privatleistungen und die Kasseleistungen, also sprich der Arzt rechnet mit der Gebietskrankenkasse ab und das andere ist, ich zahle es über meine Versicherung oder sozusagen wirklich per Überweisung. Wie sehr ist das wirtschaftlich unterschiedlich interessant? Also da ist auch die Zahnmedizin ein Exot unter den Ärzten. Zum Beispiel bei der Gynäkologie, beim Augenarzt, in den humanmedizinischen Fächern, glaube ich, gibt es eine strikte Trennung zwischen Kassenärzten und Privatärzten. Und wenn du zum Privatarzt gehst, ist alles 100% privat und wenn du zum Kassenarzt gehst, ist fast alles 100% Kassenleistung. In der Zahnmedizin war das nie so. Das heißt, die Krankenkassen, auch wenn du ein Kassenarzt bist, übernehmen nur sehr, sehr wenige Leistungen.
Das heißt, de facto in der Zahnmedizin ist jeder Kassenarzt auch gleichzeitig Privatarzt. Und da gibt es die Trennung nicht so streng, weil wenn du zum Beispiel eine Krone brauchst, ist die immer privat zu bezahlen, egal zu wem du gehst. Wenn du ein Implantat brauchst, ist das immer privat zu bezahlen. Die Zahnspangen für Erwachsene sind immer privat zu bezahlen und. Also ich glaube, 95% der Leistungen, die wir anbieten, sind Privatleistungen und das sieht man auch im Schnitt. Wenn wir am Jahresende analysieren, Kassenleistungen, Privatleistungen, sind so ungefähr 15% Kassenleistungen, 85% Privatleistungen. Interessant. Also jetzt Online-Marketing, ihr seid sehr präsent mit der Orte. Kannst du so ein bisschen uns einführen, in welchen Bereichen investiert die Energie, egal in welcher Form? Ich habe ja die Ordination eben vor Jahren übernommen, also nicht die Ordination, den Kassenvertrag. Das war eine ganz, ganz kleine Ordination mit unheimlich vielen Patienten. Und dieser Arzt war wahnsinnig gut auf DocFinder gerankt, also quasi diese Plattformen. Das war so, der erste Schritt war für mich, ich habe gesehen, das hat sehr viel Potenzial. Der erste Schritt war mal, gute Rankings auf DocFinder zu kriegen. Da ist aber das Problem, dass du eher nur junge Leute anziehst, das ist jetzt blöd gesagt, die gesunde Zähne haben. Natürlich brauchen die auch einen Zahnarzt, aber das ist jetzt im wirtschaftlichen Sinne nicht so lukrativ, würde ich einmal sagen. Und dann bin ich durch einen glücklichen Zufall auf dich gestoßen und wir haben, glaube ich, mit der SEO zu arbeiten begonnen und haben das, glaube ich, sehr exzessiv gemacht und auch, muss ich sagen, unglaublich gut. Also vielen Dank dafür. Das heißt, die SEO gemeinsam mit den Google Ads war dann eigentlich unser Hauptstandbein. Und so von den Zahlen her würde ich immer noch sagen, es ist so, dass 40% über die Homepage kommen. Und also es ist auch der größte Zufluss an Patienten. Und das war für unsere Ordination maßgeblich ein Wachstumsbeschleuniger, würde ich sagen. Und also Hut ab noch einmal, die SEO, ich weiß jetzt nicht, ob du über die Rankings reden möchtest, aber das hat sehr, sehr gut funktioniert. Es war ein sehr, sehr langer Weg, um eben mit diesen vielen Keywords, die wir haben, mit diesen vielen Sachen, die wir anbieten, unter die ersten 3 zu kommen. Aber es ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Der letzte Schritt, damit haben wir angefangen vor 2 Jahren circa. Wir haben die Ordination noch einmal ausgebaut, noch einmal vergrößert. Die Frage war, wie kommen wir jetzt neben der SEO und neben den bezahlten Ads an noch mehr Kunden? Und für uns war die Antwort, dass man im Social-Media-Bereich und im YouTube-Bereich mit Videos und Aufklärung mit den Patienten kommunizieren sollte. Also das ist so unser jüngstes Marketing-Standbein und trägt auch schon gute Früchte, würde ich sagen. Bist du schon einer der sichtbarsten Zahnärzte in, wo auch immer man sagt, sagen wir mal Wien, Österreich? Würde ich sagen. Ich glaube in Österreich auf jeden Fall, weil da noch keiner auf diesen Zug aufgesprungen ist. Oder würde ich gar nicht so sagen, es gibt ein paar, die auf Instagram posten, aber dass man alle Plattformen bedient, dass man Millionen Zugriffe auf TikTok hat, dass man Millionen Zugriffe auf YouTube hat, das glaube ich macht keiner. Es gibt im deutschsprachigen Raum 3, 4, die deutlich größer sind. Die haben aber auch schon vor 8 bis 10 Jahren damit angefangen. Also ich habe mich auch von denen inspirieren lassen ein bisschen, habe einen Kollegen in Deutschland besucht vom Implantatzentrum Herne, habe mir so ein bisschen abgeschaut, was der tut und der ist in Deutschland eben der erfolgreichste und wir haben versucht, so sein System auch so ein bisschen zu adaptieren für uns. Das heißt, man sieht die Orde und dich oder ja, die Orde auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram Reels. Genau, das sind so die 3 Hauptkanäle im Bereich Video, Social Media. Habe ich es vergessen? Facebook. Facebook, ja. Ja, weil Instagram und Facebook haben wir gekoppelt natürlich. Genau, also die 4 Hauptplattformen. Ja, okay. Ja. Und da arbeitet ihr ja mit der Fugomedia zusammen. Ja, genau. Wo wir ja mehrere Beziehungen dorthin haben. Okay, und da bist du ja auch sogar der Erfolgscase, weil ja in sehr weniger Zeit, ich finde auch 2 Jahre jetzt, wer YouTube kennt oder auch, sagen wir mal, bleiben wir bei YouTube, da ist ja viel Reichweite zu generieren, gar nicht so einfach in schneller Zeit. Social Media ist vielleicht das schnellere Medium. Aber dass ein Zahnarzt auf TikTok geht, ist ja eher unwahrscheinlich oder höre ich nicht jeden Tag zumindest. Wie sehr würdest du sagen, in den letzten 2 Jahren hat dieses Medium jetzt Kurzvideo im Generellen der Orde geholfen oder dir als Unternehmer? Also für mich gibt es 2 Faktoren, die irgendwie den Erfolg da kennzeichnen. Natürlich ist einerseits die Anfragen, die wir generieren dadurch, die sind auf jeden Fall gestiegen. Aber das Medium Video finde ich aus einem anderen Grund noch interessanter.
Es ist so, dass wenn Kunden sich auf YouTube informieren und sich die Videos anschauen und dann zu ihren Problemen und zu der Behandlung gut informiert werden, dann haben die schon irgendwo eine Aufklärung erhalten und eine emotionale Beziehung hergestellt zum Zahnarzt, zur Zahnordination. Und wenn man dann vielleicht noch auf Instagram diese Ordination eingibt, lernt man auch das Team kennen. Das heißt, beim ersten Besuch des Patienten bin ich kein Fremder mehr, sondern es ist eine Kommunikation auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Das heißt, die Angst wird ihnen ein bisschen genommen. Sie sind vorinformiert, sie wissen, was auf sie zukommt und sie wissen über die Behandlung Bescheid. Und wenn ich das jetzt irgendwie nicht nur für einen Zahnarzt erklären müsste, sondern im Globalen, habe ich das Gefühl, dass wenn man sich Mühe gibt auf YouTube, dass man, egal was man macht, das leichter verkaufen kann. Weil mit diesen Patienten führe ich kein Gespräch mehr, um sie irgendwie von der Behandlung zu überzeugen, sondern diese Patienten kommen dann, weil sie von mir behandelt werden wollen. Und das ist so eben, wenn mir die Patienten sagen, sie kennen uns von TikTok oder sie kennen uns von YouTube, aber eben vor allem die YouTube-Patienten, die kommen eigentlich schon mit dem Vorwissen und mit der Intention, sich bei uns behandeln zu lassen. Mhm. Und sie müssen sich nichts mehr bei uns wirklich anschauen, sondern sie wollen gleich loslegen. Und ich glaube, für viele andere Betriebe ist da wahnsinnig viel Potenzial, weil man eben die Leute, die sich das ansehen, die muss man von sich nicht mehr überzeugen. Ja, also die kommen aufgeklärt und haben Vertrauen zu dir oder zum Betrieb. Definitiv. Ja, okay. Ja. Sehr spannend. Führ uns mal so durch einen typischen Business-Alltag von dir. Was tust du da so? Also es ist mannigfaltig, würde ich sagen. Wir sind ja ein relativ großes Team und ich habe viele Aufgaben schon übergeben. Das heißt, Teamführung und Anliegen der Mitarbeiter ist nicht mehr so mein Bereich. Wir hatten ja vor ein paar Monaten die große Erweiterung, wo wir unsere Kapazitäten verdoppelt haben. Da war ich sehr viel in der Planung involviert. Also ich bin zuständig, ich würde sagen, eine meiner Hauptzuständigkeiten ist es, irgendwie die Vision und deren Planung umzusetzen. Natürlich bin ich konfrontiert mit meistens irgendwelchen Problemen, die auftreten. Ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, was genau das ist, aber es ist mehr so im organisatorischen Bereich. Und da wir jetzt erweitert haben, würde ich sagen, ist auch die Hälfte meines Bemühens liegt darin, diesen Bereich, also wir haben die kieferorthopädische Abteilung ausgebaut, massiv ausgebaut. Und da einerseits geht es darum, Patienten in die Ordination zu bringen, mit eben all diesen verschiedenen Kanälen und andererseits in der Ordination Workflows und Abläufe so zu etablieren, dass alles reibungslos läuft. Und da stecke ich zurzeit sehr, sehr viel Arbeit hinein. Okay, das ist ja auch eine sehr nachhaltige Arbeit. Oder? Ja, definitiv. Also, das könnte ja sehr gute Früchte tragen oder noch bessere Früchte. Jetzt ist es so, wir als Agentur haben ja immer wieder Anfragen, auch von Branchenkollegen. Manche werden von dir empfohlen oder haben Gott sei Dank sozusagen ein sehr positives Wort hast du bei denen eingelegt. Manche auch am Markt grundsätzlich kommen einfach zu uns und die zeigen alle auf dich und sagen, ich möchte so wie der Dr. Bruno Wallic seine Ordination sein. Was würdest du hast schon sehr viele Tipps am Anfang auch gegeben, aber vielleicht nochmal die Essenz, was würdest du neuen Ärzten oder Ärzten, die sich verändern wollen, raten? Wie gehe ich so ein Thema an? Weil du bist ja schon eine sehr tolle Ausbaustufe. Und lustigerweise habe ich gestern ein Abendessen mit einem Kollegen gehabt, der jetzt seine Ordination neu aufsperren wird und der hat mir genau dieselbe Frage gestellt. In marketingtechnischer Richtung, meinst du? Oder? Ja, vielleicht unternehmerisch oder gepaart, ich glaube, es ist immer beides ein bisschen. Also unternehmerisch würde ich jedem empfehlen, dass er sich die Frage stellt, als Zahnarzt, was erlebt der Patient bei mir? Also wie vom ersten Eindruck bis hin zu, wie das WC ausschaut, bis hin zu, wie die Patienten am Telefon und an der Rezeption angesprochen werden, bis hin zu, wie ist meine Website aufgebaut. Ich würde versuchen, die Prozesse so zu optimieren, dass ich mir viel Zeit für den Patienten nehmen kann. Das ist so ein Hauptaspekt für die Patienten. Ich habe das so verglichen, also wir haben ja auch wahnsinnig aufwendige Rekonstruktionen bei Patienten. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Person bei uns 30.000 oder 40.000 Euro liegen lässt
Das ist wie wenn ich in ein Luxusrestaurant gehe und wenn das Ambiente nicht passt und wenn der Service nicht passt, es kann das beste Essen auf der Welt sein, aber ich werde mein Geld dort nicht liegen lassen. Das heißt, ich habe das Gefühl, wenn man hochwertig arbeiten möchte, muss nicht nur die zahnärztliche Leistung passen, sondern alles drumherum. Also das wäre so meine erste große Empfehlung, sich Gedanken zu machen, was passiert drumherum. Und in marketingtechnischer Sicht ist das, glaube ich, für einen einzelnen Zahnarzt, der mit einer kleinen Ordination anfängt, relativ problematisch. Die Diskussion auch gestern war, macht es Sinn für denjenigen, sein gesamtes Marketingbudget ab Tag 0 in die SEO zu investieren, um zum Beispiel Zahnarzt Wien auf Position 1 bringen zu wollen? Ich glaube, nein. Also ich glaube, Zahnarzt Wien, da sind viele große Player, die er mit einer einzelnen Ordination als Alleinkämpfer nicht verdrängen wird können. Und wenn ich jetzt anfangen müsste, würde ich die ersten 1-2 Jahre eher den Hauptteil meines Marketingbudgets in die AdWords, also in bezahlte Werbung legen und die SEO von Anfang an nur oder zu einem kleinen Teil mitlaufen lassen. Und dann, wenn alles etabliert ist, also wenn ich die Kunden direkt schon angesprochen habe und mir einen Kundenstamm so ein bisschen aufgebaut habe, dann würde ich anfangen, mehr in die SEO zu gehen. Das wäre so vielleicht der Homepage-Teil. In den Social-Media-Kanälen, also da habe ich auch mit vielen Ärztekollegen mit kleineren Ordinationen diskutiert und es gibt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen soll oder nicht, also ich habe mit ein paar Marketingagenturen zusammengearbeitet und war sehr unzufrieden mit denen. Ich habe das Gefühl, ein Kollege hat mich vor ein paar Monaten darauf angesprochen, er investiert 800 € im Monat für seinen Instagram-Account mit einer Marketingagentur. Und diese Agentur postet 4 Fotos. Davon sind, glaube ich, 1 oder 2 auf einem Template so geschriebene Bewertungen über die Ordination. Und das war es so im Großen und Ganzen, was er von dieser Marketingagentur bekommt. Und für mich ist das so, als ob er diese 800 € nehmen würde und mit dem Feuerzeug anzünden würde. Also das ist derselbe Effekt, weil er hat, 360 Follower, 200 davon sind Zahnärztekollegen, 100 weitere sind Freunde und Familie und die anderen 60 sind aus der Wirtschaft irgendwelche Firmen, die gerne mit ihm zusammenarbeiten würden. So, und der Effekt ist 0, also er erreicht niemanden. Ich glaube, dass man sich sehr, sehr viel Mühe geben muss, um auf Social Media präsenter zu werden und da gehört sicherlich eine Strategie dazu, aber jedem würde ich empfehlen, wenn er durch diese Kanäle Kunden oder Patienten gewinnen möchte, ist, dass man täglich sich damit befassen muss und dass man täglich Content, am besten interessanten, informativen, lustigen Content für diese Kanäle kreieren müsste. Natürlich ist das in dieser Phase, in der Gründungsphase, wo du mit 1000 anderen Sachen konfrontiert bist, ist das sehr schwierig. Und vielleicht um eine Buchempfehlung auszusprechen, Gary Vaynerchuk, Crushing It. Ich glaube, der hat das sehr gut zusammengefasst. Und diese Erfolgsstories auf Social Media sind eigentlich nur Erfolgsstories bei Menschen, die sich unendlich viel Mühe gegeben haben, um das, was sie tun, nach außen zu bringen und auch interessant nach außen zu bringen und sich so eine Fanbase aufzubauen oder eine Viewerschaft oder wie auch immer. Okay. Ich kann mich noch gut erinnern, du warst ja immer schon sehr wissbegierig und vor 2 Jahren waren wir essen und da hast du gesagt, Sebastian, kannst du mir ein bisschen erklären über Videos und YouTube und Büchertipps und so weiter und jetzt bist du da der Vollprofi und kannst mir wahrscheinlich in vielen Dingen was erklären. Gut, ja, das glaube ich noch nicht, aber gut, ja, danke. Und sehr spannend und ich sehe eine Schwierigkeit tatsächlich, du hast ja leider auch immer wieder, also ab und zu schlechtere Erfahrungen gemacht mit anderen Agenturen und ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig von außen irgendwie eine gute Agentur auszuwählen, weil wir alle sagen das Gleiche, fairerweise, auf unseren Webseiten steht das Gleiche, wir haben alle Referenzen, die zufrieden sind und so weiter. Hast du den heiligen Gral oder die heilige Hilfe oder einen Tipp einfach, wie kann man eine gute Agentur, egal für welche Marketingdisziplin, finden und woran beurteilst du einfach, ob das passt oder vielleicht eben so eine Agentur ist, wo man das Geld vielleicht eher verbrennen sollte? Ja, den heiligen Gral, ja. Noch nicht entdeckt, ja. Also generell in der Zusammenarbeit, finde ich, ist einmal die menschliche Komponente das Erste, was zählt. Also man muss mit der Person können. Ich würde jedem empfehlen, der sich darauf einlässt, dass er irgendeine Art von Controlling einbaut. Das heißt, dass du auswertest,
verbrenne ich Geld mit meinem Instagram-Account oder kommen durch diese 800 € zumindest 3 Patienten pro Monat zu mir? Also quasi das Tracking und die Auswertung von dem, was da gemacht wird, ist, glaube ich, ein Indikator, den man numerisch ganz gut messen kann. Was wollte ich dazu noch sagen? Genau, aber dazu ist es unbedingt notwendig, dass man im Vorfeld schon Ziele definiert. Und wenn man so absolut keine Erfahrung hat damit, ist es auch schwierig zu wissen, was man da eigentlich definieren möchte. Und das ist alles ein Lernprozess. Eine negative Erfahrung zum Beispiel bei einer Marketingagentur war, als ich meine Bedenken geäußert habe, dass eben die Geschäftsführerin irgendwie fast schon unzufrieden war mit mir und irgendwie ihre Agenda zu 100% durchbringen wollte. Und ich habe ihr aber gesagt, ja, aber ich sehe da keinen Effekt und das macht ja für mich keinen Nutzen. Ich hatte das Gefühl, dass es da mehr einfach um Geld geht, als darum, dass ich eben in marketingtechnischer Sicht einen Erfolg herausbekomme. Aber es ist ganz, ganz schwierig und auch wir haben uns durch einen glücklichen Zufall kennengelernt in Wahrheit und arbeiten seit Jahren einfach zusammen und also vielleicht für jeden, der einen SEO-Agentur braucht, der Sebastian und auch mit deinen Werten für den Betrieb, da sind wir, glaube ich, zu 100% konform und das passt einfach gut. Okay. Super, danke dir natürlich für die lieben Worte. Jetzt wollen wir dich auch ein bisschen persönlich, aber beginnen wir zuerst mit der Ordi und dann gehen wir zu deinem persönlich für dich mit dir als Mensch. Aber was ist denn so die Ziele mit der Ordi? Also was verfolgt ihr da? Also wir haben das vor geraumer Zeit einmal definiert, vor so 3-4 Jahren, was ist eigentlich unser Ziel? Und in Österreich ist eben diese Ärztelandschaft noch ein bisschen anders, als sie im Rest Europas ist. Und ich nehme mir da Vorbilder aus Deutschland sehr zu Herzen. Und wir wollen definitiv die größte zahnärztliche Ordination in Österreich sein. Da gibt es auch irgendwie verschiedene Faktoren, an denen man das messen kann. Wir haben halt die Anzahl der Behandlungseinheiten, also der zahnärztlichen Einheiten, uns so numerisch als Ziel gesetzt. Und da haben wir gesagt, wir wollen in den nächsten 10 Jahren 200 Behandlungseinheiten aufstellen. Okay. Mhm. Klingt nach einer ganzen Menge. Sehr schönes Ziel. Ja, genau. Genau, aber dazu zählt dann auch, dass man mehrere Standorte öffnet und. Was eben in Österreich gar nicht so einfach ist. Ja, okay. Ja, da habe ich schon viel mit dir erfahren dürfen, gell? Dass das eben manchmal nicht so einfach ist, das auch zu verfolgen. Du als Mensch, was denkst du, was für einen Skill hast du, was andere nicht haben? Oder in was bist du besonders gut? Ich habe mich in einem Buch wiedergefunden, Principles von Ray Dalio. Der hat in seinem Buch geschrieben, eben auch ein wahnsinnig erfolgreicher Mensch, dass er sich das zuspricht, dass er sich auf ganz, ganz kleine Details fokussieren kann, aber auch auf das große Ganze. Und dass er in seinem Berufsleben oder ich glaube, er hat sich auch mit Hirnforschung und so weiter dann auseinandergesetzt, dass es wenige Menschen gibt, die das in sich tragen. Und ich würde das für mich selbst in Anspruch nehmen, ohne da irgendwie, weiß ich nicht, also ich lobe mich wirklich nicht selber gerne, aber ich glaube, dass ich sehr gut switchen kann zwischen welche kleinen Details sind wichtig und wie ist der große Fokus, was muss da gemacht werden. Die Zahnärzteschaft generell, wenn ich das so vergleiche, sind eigentlich zur Zahnmedizin fühlt sich hingezogen jemand, der ganz klein arbeiten möchte und detailverliebt ist. Und ich glaube, solchen Menschen fällt es schwer, sich herauszuprojizieren und zu schauen, was macht mein Betrieb, was ist die Vision, wie könnte es weitergehen, sondern die Zahnärzte wollen eigentlich am Sessel sitzen, sich mit der Abrechnung nicht befassen und mit der Organisation und möchten nur irgendwie am Zahn herumbasteln, was ja auch faszinierend ist, aber eben ich glaube, dass ich beides in mir trage. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 würde ich sagen, dass man, egal in welchem Job oder in welcher Branche man ist, je besser man mit Menschen kann, desto erfolgreicher wird man sein. Also ich glaube auch, dass das für Agenturen natürlich zutrifft, weil ja du mit Kunden kommunizieren musst. Das ist, glaube ich, ein zweiter großer Punkt, dass ich glaube, dass ich sehr empathisch bin und ich bin einfach wahnsinnig gern unter Menschen. Also so, das ist, was ich am liebsten mache. Ich bin am liebsten unter Menschen. Also ich sitze nicht gern zu Hause, sondern auch so, ich kommuniziere gern und ich spreche gern mit Menschen und mich interessieren Lebensgeschichten. Und ja, man muss mit Menschen können, um erfolgreich zu sein, glaube ich. Was sind Herausforderungen, die du gerade hast? Meine 2 Kinder.
Also unsere Tochter ist 3 Jahre alt und unser Sohn ist 1 Jahr alt. Und die Herausforderung ist es, Berufsleben und Familie unter einen Hut zu bringen. Also das ist schon, ich glaube auch, das Wachstum der letzten Jahre in der Ordination, das war ja alles unter dem Deckmantel harter Arbeit und du bist einfach ständig da und bist irgendwie 10 Stunden am Patienten und nimmst dir dann noch 6 Stunden am Tag für die Organisation Zeit. Über Jahre halt. Die Herausforderung ist jetzt, vielleicht so ein bisschen effizienter zu arbeiten, um Zeit für Kinder und Familie zu haben. Ja. Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben? Lustigerweise wurde ich das schon einmal gefragt und ich habe einfach keine Antwort darauf, weil ich Gott sei Dank relativ selbstbewusst bin und eigentlich immer schon sicher war, dass alles gut wird. Und auch bei der Gründung der Ordination hatte ich nicht eine schlaflose Nacht und vielleicht auch, weil mein Vater Zahnarzt war und auch eine Ordination hatte. Und das war mir sehr bekannt und ich war einfach so, jetzt mache ich das halt. Und dass es scheitern könnte, ist mir nicht eine Sekunde in den Kopf gekommen. Ja, also Ratschlag, entspann dich und genieße es. So irgendwie. Okay, sehr gut. Und wenn du ganz neu beginnen würdest, also du könntest dich beruflich komplett neu orientieren, hast aber all dein Wissen, würdest du was anderes machen, als was du heute machst? Also als ich jung war, wollte ich Koch werden. Würde ich etwas anders machen? In manchen Momenten wünsche ich mir das schon. Also es wird ja zeitweise in Phasen wird es auch sehr viel. Die letzte Umbauphase eben mit 2 kleinen Kindern und eins davon war halt ein Baby, war wahnsinnig intensiv und dann habe ich mich gefragt, wozu brauche ich das Ganze eigentlich? Letztendlich auch so vom Charakter her am meisten getriggert werde ich durch Herausforderung. Oder mein Leben lang in einer Ordination als einzelner Zahnarzt mit 3 Assistentinnen zu leben, ist für mich so unvorstellbar. Jeden Tag 35 Jahre lang dasselbe zu tun. Ich meine, dasselbe. Man kann sich ja immer auf was Verschiedenes fokussieren, aber da irgendwie keine Entwicklung zu spüren, keine Herausforderung zu haben, nicht irgendwie Wachstum zu sehen, Abenteuer zu erleben, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also bei mir ist es Herausforderung und Abenteuer steht so über allem. Okay. Aber das heißt auch beruflich, würdest du wieder den Weg gehen des Zahnarztes? Das ist schwer zu sagen. Ich würde aus Interesse lieber Wirtschaftler sein oder könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, die Wirtschaftler haben ein Problem, sie haben kein Produkt. Und bei den Ärzten ist das Problem, sie kennen sich mit Wirtschaft nicht aus. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ein Produkt habe und mich in die Wirtschaft eingelernt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt aufwachsen würde, dass mich irgendwie YouTube-Creator faszinieren würde. Ich habe von einem Zahnarzt einmal gehört, irgendwie so, dass es so eine Lebensphilosophie gibt, dass du alle 5 Jahre deinen Job wechseln solltest und etwas komplett anderes machen solltest. Natürlich muss man sich das auch leisten können. Das würde mich schon auch reizen. Also das Problem am Skalieren ist, dass es eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt immer dasselbe ist. Du baust eine neue Abteilung auf oder nimmst ein neues Produkt her und ziehst dieselbe Maschinerie über das. Und auch wenn du hochskaliert hast, wird es irgendwann langweilig. Und ich habe auch so diese Langeweileperioden bei mir gespürt und würde mich auch unglaublich gerne in neue Abenteuer stürzen. Das heißt, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, auch anderes zu machen, aber so jetzt irgendwie so mein Baby ganz loszulassen, das kann ich auch nicht. Aber da hast du es ja, glaube ich, jetzt mit dem YouTube-Kanal. Ja, wenn du genau. Sagst, Ja, das genau. kann ich mir sogar hauptberuflich vorstellen, ist das Ja. eine super Symbiose, so dass du irgendwo, ich glaube, diese Offenheit hattest am Anfang, es vielleicht gern machen zu wollen. Und das hat sich bei dir eingestellt und dadurch finde ich, Marketingkanal, den man gerne macht, ist einfach besser, wenn man Teil davon ist. Und absolut. Und es ist so irgendwie ein Ausbruch aus der alltäglichen Monotonie mit Herausforderungen und Abenteuer kombiniert. Super. Lieber Bruno, vielen Dank fürs Gespräch und für die vielen Insights. Sehr, sehr gerne. Dankeschön.